Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einem exklusiven TWS-Video. Denn die folgenden Minuten sind allein den 463 Unterstützern der Kickstarter-Kampagne zur PDF-Version meines Werkzeuge- und Materialienbuchs gewidmet. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Dieses Video ist nur für euch und daher nicht öffentlich auf YouTube einsehbar. Ich hatte euch ja im Verlauf der Kampagne gefragt, welches Thema ihr euch für dieses Video wünscht. Die meisten Antworten entfielen auf das Planen und Entwerfen von Spielplatten. Entsprechend passt dieses Video perfekt zum großen Bruder meines Werkzeuge- und Materialienbuchs, dem 230 Seiten starken Spielplattenbuch. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Es gibt natürlich viele Wege, wie man Spielplatten angehen kann. Ich denke, meist steckt zunächst ein bestimmtes Spiel dahinter, das man gerade unheimlich gern zockt. Dieses Spielsystem gibt dann oft schon mal die Maße für die Spielplatte vor. Vielleicht auch mehr, weil für ein Szenario bestimmte Gebäude oder eine gewisse freie Fläche benötigt wird. Ist dies nicht der Fall, steht für mich meist als erste wichtige Frage im Raum: Soll die Spielplatte einteilig oder mehrteilig werden und damit vielleicht auch modular? Einteilige Spielplatten sehen natürlich immer etwas schicker aus, weil keine Fugen die Optik stören. Jedoch ist das Verstauen und Lagern meist ein Problem, vor allem bei großen Platten von 120 x 120 cm oder größer. Meine 90 x 90 cm Platten beispielsweise hängen quasi als Bilder an einer Wand. Aber auch den Platz hat nicht jeder. Die Lösung ist, kleinere Segmente zu bauen, die dann zu einer großen Fläche zusammengeschoben werden und nach Möglichkeit auch verschieden angeordnet werden können. Diese vierteilige Wüstenspielplatte beispielsweise zeigt das Grundprinzip ganz gut. Jedes Segment hat in einer oder zwei Ecken einen erhöhten Bereich mit identischen Maßen an den Außenkanten. So lassen sich die 4 Segmente fast beliebig drehen und in vielen Varianten als Spielfeld arrangieren. Verstaut werden die Segmente in einer quadratischen Schubladenbox. Auch hierzu habe ich euch oben ein passendes TWS-Tutorial verlinkt. Natürlich können die Spielplattensegmente auch andere Proportionen und Maße haben. Diese modulare Landschaft zum Beispiel besteht aus 3 Segmenten, die auch verschiedene Anordnungen zulässt. Verstaut habe ich sie quasi als 45 cm tiefe Regalböden in meiner Abstellkammer. Diese zweiteilige Spielplattenlösung erlaubt zwar nur 2 Anordnungen, aber für Skirmish-Spielsysteme ist das meist völlig ausreichend. Beide Segmente sind dann auch so klein, dass man sie bequem irgendwo verstauen oder einfach unters Bett schieben kann. Der nächste Punkt beim Plan ist dann das grundsätzliche Layout bzw. das Verbauen von festen Geländeelementen. Dabei sollte man nach meiner Erfahrung 3 Dinge im Auge behalten. Erstens die Bespielbarkeit. Alle Bereiche sollten immer gut mit den Händen erreichbar sein und ausreichend Platz für Miniaturen bieten. Plant lieber mit größeren Bases und ein paar Zentimetern als Extra-Toleranz, statt euch nachher über Platzmangel zu ärgern. Auch Skizzen oder eine grobe Mini-Version der Spielplatte können bei der Planung extrem helfen. Zweitens, nur wenig festes Gelände. Damit eine Spielplatte auf Dauer nicht langweilig wird, sollte nicht zu viel Gelände fest verbaut werden. Bastelt lieber einige Extrafelsen, Gebäude, Wälder oder ähnliches, was optional auf die Platte gestellt werden kann. So habt ihr deutlich mehr Abwechslung und erlebt auf ein und derselben Platte immer wieder neue und spannende Schlachten. Drittens, Höhenunterschiede. Wenn ihr euch schon die Mühe macht, eine Spielplatte zu bauen, nutzt das auch richtig aus. Ansonsten könnte man ja auch einfach eine Spielmatte flach ausrollen und modulares Gelände draufstellen. Flächendeckende Höhenunterschiede sind aber meist nur auf gebauten Spielplatten möglich. Daher plant erhöhte Ebenen mit Treppen, Leitern oder Rampen ein. Denn Höhenunterschiede machen jedes Schlachtfeld viel interessanter und spannender beim Spielen. Keine Frage, eine Spielplatte zu planen und zu bauen braucht definitiv einige Tage, wenn nicht sogar Wochen. Und natürlich hat man dabei oft auch mal Angst, irgendetwas falsch zu machen oder gar zu versauen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das völlig normal ist, weil man bestimmte Sachen zwangsläufig zum ersten Mal macht. Kleine Fehlschläge gehören somit quasi dazu, wo sollte auch sonst die berühmte Lernkurve herkommen? Aber fast alle kleinen und großen Missgeschicke lassen sich anschließend korrigieren. Von daher traut euch und traut euch auch, Fehler zu machen. Vielleicht ist ja auch ein Happy Accident dabei, wodurch etwas viel besser als geplant ausschaut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Planen und Bauen eurer nächsten Spielplatte und Geländestücke.
Sollten dabei Fragen auftauchen, schreibt sie gerne in die Kommentare oder unter das entsprechende TWS-Video, von dem ihr euch habt inspirieren lassen. Und danke nochmals für eure Unterstützung und vor allem für euer reges Interesse an meinen Büchern und all den Inhalten, die ich auf meinem Kanal veröffentliche. Wir sehen uns also nächsten Freitag. Bis dann!